Moin Moin Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Holy feiert heute den 3-jährigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall. Ich begleite die Jungs und Mädels ja auch jetzt schon seit über 2 Jahren, also ich bin fast seit Anfang an mit dabei und stehe immer noch felsenfest hinter der Partnerschaft, denn die bringen einfach sehr coole Energy Drink Alternativen auf den Markt, wo man wirklich mit bestem Gewissen auf jeden Fall hinterstehen kann. Ich das selbst auch regelmäßig konsumiere, deswegen werde ich auch keinen Schrott irgendwie an meine Community weiterempfehlen. Und zum Anlass haben sie sich auf jeden Fall wieder sehr viele coole Dinge einfallen lassen zum 3-jährigen Bestehen. Und zwar, falls ihr euch immer schon mal dafür interessiert habt, aber noch nie so euch getraut habt oder ich sag mal den richtigen Zeitpunkt gefunden habt, um halt eben das auszuprobieren. Jetzt ist auf jeden Fall das richtige Entry-Level dafür, denn auf das Starter-Set Deluxe spart ihr euch zur Aktion 10 Euro, plus ihr könnt noch meinen Code dazu eingeben, wo ihr euch auch nochmal 5 Euro spart. Also wie immer könnt ihr natürlich mit dem Code DORZA 5 Euro sparen oder mit dem Code nur DORZA, also DORZA, 10% auf eure gesamte Bestellung. Müsst ihr sehen, was für euch sich mehr lohnt. Link natürlich zu Holy unten in der Videobeschreibung, sehr gerne abchecken. Also da spart ihr richtig viel Geld auf das Starter-Set Deluxe, mit der Rabattaktion plus meinem Code oben drauf. Dann haben sie jetzt eine neue Energy-Sorte released, und zwar den Energy Aal. Der schmeckt volle Kanne nach Guarana. Also das ist dieser typische Gummibärchen-Geschmack, den man so bei Energy-Drinks normalerweise kennt. Und für die Leute, die halt eben diese Richtung mögen, können das sehr gerne mal ausprobieren. Ich mag es sehr gerne persönlich ein bisschen süßer, deswegen mir schmeckt das auf jeden Fall. Ich habe das schon ein paar Mal getrunken und bin da auf jeden Fall sehr angetan von. Und des Weiteren, ab 16 Uhr beginnt diese ganze Aktion im Holy Shop. Also ab 16 Uhr könnt ihr jetzt heute da vorbeischauen. Gibt es auch zum Anlass eine Collectors Edition zu erwerben. Die ist limitiert auf 3.333 Stück pro Sorte. Denn es gibt ja diese 3 OG-Sorten, den Raptor, die Cobra und den Tiger. Die könnt ihr halt eben in dieser Collectors Edition Box erwerben und dazu kriegt ihr auch noch zusätzlich obendrauf einen Thermoshaker und noch eine Collectors Card und halt eben diese coole Box in der uniken Farboptik auf jeden Fall. Sehr coole Sachen. Herzlichen Glückwunsch an Holy und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich den Partner an meiner Seite habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und das war's soweit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Moin Freunde, das Video heute ist ein bisschen wild, es sind viele Informationen auf jeden Fall, aber eigentlich sollte ursprünglich heute ein anderes Video kommen. Das werde ich jetzt im Anschluss noch an diesen kleinen Ausschnitt mit dranhängen, aber Playa Games hatte nochmal gestern ein Statement zu dem angepassten Gold Cap veröffentlicht. Ich habe es mir jetzt auch noch nicht durchgelesen, wir werden uns das mal gleich zusammen durchlesen und mal gucken, was sie dazu sagen. Dann wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, auf das Video gestern. Das sollte auch nicht irgendwie ansatzweise so rüberkommen, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Taschen nicht voll kriege, weil ich jetzt noch mehr Gold auf noch mehr Gold verzichte. Darum geht es mir gar nicht. Ich hatte ja schon gesagt, als das Originale erste Mal von Playa Games genervt worden ist, hatte ich ja gesagt, okay, wenn sie es so dafür befürworten, sag ich mal, dass der Spielerfortschritt zu viel ist oder zu schnell geht, dann sollen sie das machen. Die werden schon wissen, was sie da tun, auf jeden Fall. Denke ich mal. Und deswegen habe ich gesagt, wenn es so ist, dann ist es so. Ich bin sowieso zufrieden, weil ohnehin bekommen wir ja trotzdem mehr durch das Expeditionsevent, als wenn wir normal Alu spielen. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz gesagt haben. Nicht, dass das so rüberkommt, so mäßig, okay, ich kriege hier nicht genug Gold oder so. Darum ging es mir gar nicht. Es ging mir primär eigentlich wirklich eher darum, dieses zurückrudern wieder, das Expeditionsevent launchen, dann zurückrudern, weil es zu schnell geht, dann auf das Feedback der Community hören, dann das wieder zum Alten machen und dann aber doch wieder einen Rückzieher zu machen, so. Deswegen, das fand ich ein bisschen, das kann man kritisieren, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich auch trotzdem happy darüber, dass wir das Expeditionsevent haben. Das ist ein geiles Feature, man sollte sich darüber nicht beschweren, es spart ultra viel Zeit und trotzdem kriegen wir am Ende des Tages immer noch mehr Gold. Wollte ich nur noch mal ganz kurz gesagt haben hier. Ansonsten
ist das Statement zu den Hotfix von gestern, warum das Goldcap angepasst werden musste. Wir verstehen eure Verwunderung und es ist natürlich immer damit zu rechnen, dass es negativ aufgenommen wird, wenn man jemanden etwas wegnimmt. Die Anpassung des Goldcaps ist jedoch aus unserer Sicht notwendig. Wie gesagt, ich habe es mir auch noch nicht durchgelesen. Uns ist bewusst, dass im Endgame bzw. High-Level-Bereich derzeit wenig passiert und es an Content mangelt. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, ja. Es war nicht unser Ziel, mit dem Expeditionsevent daran etwas zu ändern. Sie sollten sich in Bezug auf die daraus erhältlichen Belohnungen weitestgehend wie Abenteuer verhalten. Also ich habe jetzt das Expeditionsevent jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass es jetzt extra fürs Late Game konzipiert worden ist, sondern einfach als Alternative zum normalen Questen tatsächlich. Es ist nicht die Lösung, das Endgame durch exorbitanten Goldeinkommen interessanter bzw. lohnenswerter zu gestalten. Kurzfristig mag das eine Problemlösung sein, langfristig ist dies jedoch sinnlos. Also es ist ja jetzt schon so, dass umso höher du im Level bist, ne, den Leuten, die halt nicht so hoch im Level sind, immer weiter abhaust. Das ist natürlich klar, bis zu einem bestimmten Cap natürlich. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, also dass das jetzt die Lösung ist, mehr Gold zu bekommen, habe ich jetzt auch tatsächlich jetzt nicht so, das wäre jetzt nicht so das Erste, woran ich gedacht hätte, wenn es darum geht, dass man das Late Game interessanter macht, dass man mehr Gold bekommt. Fand ich jetzt nicht. Vielmehr teilen wir euch gerne mit, dass wir aktuell ein neues Feature entwickeln, welches im Laufe des Jahres veröffentlicht wird und sich an High-Level-Spieler richtet. Oha! Und für Abwechslung sorgen wird. Dazu werden wir bei Zeiten nähere Details veröffentlichen. Das ist doch wieder mal eine schöne Information. Ja? Also das feiere ich natürlich sehr, gibt ein Häkchen. Zurück zur Anpassung des Goldcaps. Trotz der damit verbundenen Verringerung an Goldeinkommen ab dem Zeitpunkt, wo das Cap greift, wird man bei gleichem habe ich gerade gespuckt, Alter, gleichen Abenteuerlust-Einsatz durchschnittlich mehr Gold erhalten als aus Abenteuern. Abenteurern, ja. Genau, das ist ja das, was ich auch gesagt hatte. Also, unterm Strich, es ist halt nur so, wie es gelauncht worden ist, war es ein bisschen doof gewesen halt, ne, dass man das nicht vorher hätte schon, ne, vielleicht dann klären können. Dann wäre es gar nicht zu diesen Tumulten gekommen, hätte man das gleich von vorne ab so gelauncht, dass es halt eben, so wie es jetzt ist halt momentan gerade, dann hätte sich wahrscheinlich auch niemand darüber beschwert, denke ich mal, ne. Ja, weiterhin wird es bald Nachbesserungen bei der Ausschüttung von Pilzen in Expeditionen geben. Also auch wieder ein Häkchen. Das sind die Kritikpunkte, die auf jeden Fall aufgekommen sind. Auf diese Kritikpunkte wird auch eingegangen. Und ich wollte auch mit dem Video gestern auch nicht so dieses ganze Playa-Gebäsche, das kann ich nämlich auch nicht mehr hören. Dass man immer bei jedem Update, was Playa bringt, dass man da dann auch immer gleich dann kritisiert. Und ne, es ist die Weise, wie es kommuniziert wird, beziehungsweise wie die Updates rausgebracht werden, so, ne? Aber generell jedes Update immer gleich sofort schlecht zu reden, finde ich per se, eigentlich bin ich da wirklich nicht so der Freund von, muss ich sagen. Ja, und trotzdem sind so eine Videos, wie ich das gestern gemacht habe, absolut notwendig, weil halt, wie gesagt, die Art und Weise, wie es halt kommuniziert wird, wie die Updates behandelt werden, wenn irgendwo mal ein Fehler ist, wie damit umgegangen wird, die Art und Weise. Ja, das ist meistens immer das, wo es immer noch so ein bisschen hapert hier und da, aber an sich, an den neuen Sachen, kann man da definitiv nicht meckern. Das sind coole Sachen. Und in welchen anderen Spielen hat man das wirklich so, dass Playa Games so extrem auch auf die Community hört, ne? Auch wenn jetzt halt eben, das Ganze wirklich, wie gesagt, doof gelaufen ist und ich auch wirklich sagen muss, dass ich das absolut nicht gefühlt habe, dass sie auf die Community hören und dann doch wieder einen Rückzieher machen, so, ne? Zudem, das ist halt absolut scheiße gelaufen. Das muss man einfach mal so sagen und da muss sich Playa Games auch die Clownsnase aufziehen an der Stelle, würde ich mal so behaupten und das kann ich auch guten Gewissens so sagen, auch wenn ich gesponsert bin. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Trotzdem werde ich nach wie vor immer noch meine ehrliche Meinung zu gewissen Themen auf jeden Fall sagen. Aber das sollte man trotzdem unterm Strich immer alles so betrachten, dass Playa Games hier mit Shakes & Fidget trotzdem eine gute Entwicklung macht und man sieht ja, dass auf jeden Fall die Spielerschaft auch größer wird und die Updates
Klar, es kann jetzt auch nicht sein, dass immer jede Woche ein neues fettes Update kommt, ja, aller Festung und Unterwelt und Pets und Arena Manager und so, das ist klar. Ist auch eine Sache, dass das Game nicht überladen wird, auch mit der Zeit, ne? Weil umso mehr reinkommt, umso mehr muss man auch spielen. Und das ist dann auch wieder so dieser Drahtseilakt, den man dann finden muss, ne? Dass das Game dann halt auch nicht überladen wird, weil dann gibt es nämlich die andere Partei, die sagt, oh, das Game ist viel zu vollgestopft und ich komme da gar nicht hinterher. Gibt es ja auch, ne? Deswegen, ne, muss man das immer getrennt betrachten. Okay. Jetzt aber genug erstmal davon. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem originalen Video und wir sehen uns morgen. Nee, warte mal, wann kommt das Video? Am Freitag sehen wir uns auf jeden Fall um 18:30 Uhr auf Twitch. Da werde ich mal wieder einen kleinen Livestream machen. 18:30 Uhr bis 21 Uhr bin ich da am Start und dann können wir meinetwegen da auch gerne nochmal im Live-Chat nochmal ein bisschen drüber reden, über die ganze Woche. War ja sehr turbulent gewesen. Alles klar, viel Spaß beim Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal wieder auf EU11. Der Server ist zum Tag der jetzigen Aufnahme 12 Tage bereits alt und wir wollen mal reinschauen, was wir mittlerweile so für Top-Charaktere auf dem Server hier haben, wie sich der Server so entwickelt und ja, wie es auch bei mir persönlich hier so gerade weitergeht. Wir sind gerade 140. Was okay ist, sag ich mal, für das, was ich leiste auf dem Server, sag ich mal. Ne, wir werden heute mal versuchen, noch ein bisschen in die Dungeons reinzugehen. Wir haben hier natürlich auch schon ein bisschen was freigeschaltet. Ne? Beim Wirbelwind haben wir hier schon ein bisschen was gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir so, wie wir jetzt sind, momentan gerade, ja, sag ich mal, relativ gemaxtes Equipment haben für das, worauf es halt eben ankommt. Und das ist meines Erachtens halt eben die Waffe. Beim Rest vom Schützenfest, da ist definitiv noch Ausbaupotenzial da. Wir haben es jetzt aber auch nicht gerade Epic-Event. Deswegen sind das gerade so mit einer der besten Items, die wir hier so finden können, von den Stats her zumindest. Das sind noch normale Items, das sind keine Epics natürlich, ne? Demzufolge ist hier noch sehr viel Potenzial in Zukunft dann noch rauszuholen beim nächsten Epic-Event. Da werden wir definitiv mal reinschauen. Wenn es denn soweit ist, werden wir den Char hier ein bisschen nach vorne pushen, auf jeden Fall. Ansonsten hatten wir den Rest hier soweit immer im Livestream auf Twitch gemacht. Wer mir da nicht folgen sollte, sehr gerne mal unten in die Videobeschreibung vorbeischauen. Danke auf jeden Fall. Und ja, deswegen, wir haben hier fast das Maximale an Spanne momentan. 278 haben wir im Durchschnitt hier der Waffe. Das rechnen wir mal ganz kurz, mal 1,5, um halt die maximale Rechtsrausspanne zu definieren. Und da sehen wir 217. Ich war wirklich sehr lucky, muss ich sagen. Das kann natürlich immer um 1-2 Punkte abweichen. Deswegen ist hier jetzt 217 rausgekommen. Beziehungsweise haben wir halt hier eben, fehlen uns 3 Punkte bis zum maximalen Rechtsrausschaden. Deswegen sind wir hier wirklich so gut wie maxed out, was die Waffe angeht. Ja. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz hier rein. Ich bin in den Top 100. Wie gesagt, ohne großartige Anstrengungen. Und ja, den Namen, den wir hier an den ersten Tagen schon auf Platz 1 gesehen haben, beziehungsweise am höchsten vom Level her, ist jetzt immer noch auf Platz 1, und zwar der Zuzi, ja, von Time to Shine. Und hier zeigt man auch auf jeden Fall Dominanz von der Gilde her in den Top 31 Bereichen, dass wir hier wirklich sehr viele aus der Gilde hier am Start haben. Das wird wahrscheinlich so die dominanteste Gilde werden auf dem Server hier. Wir haben hier ein bisschen Northern Sky hier und da mal vertreten. Random Order, ja, ein von den Schummelpilzern hier, ja, oder sogar 2 und sonst hier unten, umso weiter man runtergeht, umso gemischter wird das Ganze auch, ne, aber ansonsten, ja, von Last Rules sehe ich hier auch noch 1-2 Leute hier auf jeden Fall in der Rangliste, aber so an sich, ja, ist hier eine Gilde, die auf jeden Fall eher dominiert. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Creator hier jetzt auch am Start sind, weil ich jetzt hier gerade den Gilmax sehe in der Rangliste. Das ist natürlich auch ein Content Creator, ne, soweit ich informiert bin. Und ja, ansonsten, ach, hier ist noch jemand, ja, heißt, glaube ich, sonst normalerweise anders. Ich weiß, den Namen kann ich jetzt leider nicht aussprechen. Das ist mir ja, physikalisch unmöglich. Und ja, mal gucken, wie sich der Server hier die nächsten Tage so hat.
Natürlich werden hier wahrscheinlich keine neuen Rekorde drauf gebrochen. Es ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Server, der so unglaublich beliebt ist, denke ich mal. So EU10 war, glaube ich, ein Server, wo sich viele gedacht haben, okay, da starte ich durch. Wie gesagt, immer diese Jubiläumsserver, diese glatten Zahlen, das mögen viele, ne? EU10, EU20, ja, und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Server vielleicht ein bisschen underperformt. Wir haben es, wie gesagt, jetzt nach 12 Tagen haben wir jetzt hier 67.616 Spieler aktuell drauf, was nicht verkehrt ist auf jeden Fall für so einen Server, der so, ich sag mal, von der Zahl zumindest her, ne, spreche ich mal, nur relativ durchschnittlich auf jeden Fall ist. Deswegen ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Man muss natürlich auch immer dazu sehen, wie viele sind hier auch wirklich aktiv am Spielen und wie viele haben sich hier nur so Accounts drauf erstellt, um mal eben so zu gucken, so wie ich jetzt hier zum Beispiel das getan habe, ne? Ja, genau. Wir tauschen mal den Stein hier aus, so, zack. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, zum nächsten Epic-Event, da wird es auf jeden Fall abgehen, weil wir haben natürlich auch die Begleiter, die hier alle equipped werden wollen. Demzufolge ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir uns da selbst auch neu equippen und dann die Begleiter dann auch gleich mitnehmen. Ich kann euch jetzt mal mitnehmen in die Dungeons. Hier sieht es momentan wirklich miese Brise aus, sage ich mal so, wie es ist, ne? Wir hatten einen Bereich, wo wir im Frostblut-Tempel gut vorankamen und dann auch gleich die Pyramide des Wahnsinns gelegt haben. Sobald man hier durch ist, dann ist man hier auch immer safe durch und dann hat man innerhalb von ein paar Minuten wirklich 20, 30 Level gemacht. Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, das hatten wir im Stream gemacht gehabt und ja, hier im Video werde ich mich auf jeden Fall dann nächstes Mal zum nächsten Push hier bemühen, zum Epic-Event dann halt eben hier auch ein bisschen weiter voranzukommen. Wir können es versuchen. Die Magier sind ja immer die Hardcore-Blocker hier auf jeden Fall, ne? Mit ein bisschen Glück kann er natürlich fallen. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, von der Waffe her können wir hier nicht mehr sehr viel großartig rausholen. Das Einzige, was ich noch ganz gerne machen würde, ist halt eben noch ein paar mehr Stärkesteine stacken. Was ein Zungenbrecher, Alter. Stärkesteine stacken. Stärkesteine stacken, Alter. Ja, nicht schlecht, ne? Ja, aber ihr seht schon die Problematik, die hier gerade herrscht. Und zwar ist es halt eben, ja, mir verwehrt auf jeden Fall, hier viele Steine zu finden. Vor allen Dingen, wir haben es jetzt auch kein Festungsevent, deswegen macht mir das halt eben gerade noch mal ein bisschen schwieriger, ne? Ich würde ganz gerne, ja, wir haben hier noch ein paar outdatete Steine, die sind jetzt nicht so bad, das sind halt kleine Steine, das ist ein Kleinstein, ne? Deswegen wollte ich aber auch sehr gerne ein bisschen Leben gegen Schaden tauschen, damit wir hier eine höhere Chance haben, im Dungeon hier durchzuklöppeln. Ja, und dann, ja, versuchen wir einfach mal unser Glück. Es bleibt uns nicht viel mehr Chancenfreiheit hier gerade. Für die Schattenwelt müssen wir halt, ja, da müssen wir unsere Begleiter erst equippen. Da komme ich alleine noch nicht so weit voran. Im Wirbelwind geht auf jeden Fall ein bisschen was. Bringt uns jetzt aber im Moment auch nicht so super viel, weil wir halt, wie gesagt, jetzt eine wirklich sehr aktuelle Waffe haben. Und wenn wir hier ein paar Level mitnehmen, ist es natürlich ganz gut und schön. Aber das bringt uns halt equipment-technisch jetzt nicht großartig weiter, beziehungsweise schadenstechnisch. Das Einzige, worauf wir hoffen können, ist halt dadurch, dass halt eben alle paar Ebenen beim Wirbelwind uns hier auch ein garantiertes Epic begegnet, dass wir hier eine gute Chance haben, eventuell ein neues Epic zu finden und dann halt eben auch vielleicht das, was uns gerade am meisten fehlt, oder auszutauschen gegen ein normales Item, was ich momentan gerade noch equipped habe. Aber ihr seht es ja bereits schon. Auch hier ist es nicht ganz so einfach, noch weiter voranzuschreiten. Deswegen auf jeden Fall jetzt mein Main-Fokus definitiv in der Lichtwelt ein bisschen voranzukommen. Wir können gucken, ob wir hier vielleicht noch ein Level mitnehmen. Wäre natürlich wünschenswert, ne? Aber das ist halt wirklich schon jetzt im Rahmen, wo ich sage, so, ja, das muss ich jetzt nicht so unbedingt haben. Das ist mir jetzt schon zu viel Pilzeinsatz für halt eben, ich sag mal, nur den Wirbelwind. So, jetzt muss ich aber mal ganz gerne mal gucken. Wir haben zumindest das Level abgeschafft, das ist schon mal ganz gut. Jetzt würde ich ganz gerne mal noch schauen, wann jetzt hier das nächste Epic uns begegnet. Weil nach so einem Blocker kommen ja immer noch mal ein paar leichtere Gegner und eventuell haben wir Glück. Und in den nächsten 1, 2, 3, 4 Etagen kommt ein Epic. Wenn wir bis dahin noch weiter voranschreiten können, heißt es natürlich auch, ne?
Okay, ja, schade. Also bisher sehen wir hier noch kein Epic, was hier auf der Agenda oben ist. Deswegen, ja, lasse ich das, glaube ich, erstmal hier sein. Und skill erstmal alles, was wir haben, hier weiterhin in Stärke rein. So, zack, 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 zack. Das Ding ist halt immer bei diesen Licht-Dungeons, wenn wir halt eben einen so einen Gegner hier besiegen in der Lichtwelt, der gibt halt unglaublich viel XP. Der würde uns halt direkt 2 Level-Ups bescheren. Und ja, man hat halt eben die Chance, wenn der Gegner danach jetzt nicht auch unbedingt ein Magier ist, dass wir den halt eben auch gut und gerne relativ easy wegsnacken können, weil wir halt ein Berserker sind. Ne? Und gegen den Magier können wir halt nicht von unserer Combo profitieren, aber gegen einen Kundschafter zum Beispiel schon und gegen einen Krieger auch. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall die Chancen ein wenig höher. Ne? Aber ja, ihr seht es bereits schon, dass der fällt, ist auch relativ unwahrscheinlich. Deswegen ja, wollte ich mal einfach so spekulativ hier reingehen in dem Video, dass wir den vielleicht als Highlight geklatscht kriegen oder halt eben auch nicht. Ne? Ansonsten jagt mich ja hier auch keiner auf dem Server und wir sparen uns halt eben die Pilze auf für das nächste Epic-Event und bis dahin liegt er halt safe. So, ne? Und dann können wir hier auch definitiv weiter voranschreiten. Dann haben wir hier auch noch andere ja, Erfahrungseinkommensquellen durch halt eben die Schattenwelt auch, wo wir dann ja, unsere Begleiter dann ein bisschen equipped haben. Aber bisher würde ich mal sagen, oh nice, den haben wir noch mitgenommen hier. Vielleicht noch ein Level Up im Wirbelwind. Und immer noch kein Epic hier oben in Sicht leider. Das ist sehr, 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 sehr schade. Schwierig. Schwierige Angelegenheit. Vielleicht kriegen wir noch das Level Up hier zusammen, 142. Aber ja, nee. Ich glaube, da muss man auch mal einfach die Handbremse ziehen. Ich muss noch ganz kurz hier rein. Ja, man muss auch die Handbremse ziehen, wenn man sieht, okay, an der Stelle, ja, können wir jetzt erstmal nichts weiter machen. Was man hätte machen können auf Krampf, ist halt eben noch die Steine aktualisieren. Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen, es ist auch nicht so einfach, die einfach mal so zu bekommen. Ne? Das ist auf jeden Fall mit definitiv mit Arbeit verbunden. Deswegen, ja, achso, falsche Klasse. Deswegen wird das erstmal, denke ich, auch nichts werden. Ja, schade. War ein Try wert. Naja, gut. Aber jetzt nochmal vielleicht zum Schluss. Nee. Soll noch nicht so weit sein. Ja, ist schade, weil nämlich der Gegner danach, ich glaube, das ist ein Krieger, ich bin mir nicht ganz sicher, der würde dann wieder einfacher liegen und das wären dann halt mal wieder einfach so 4 Level auf. Alter. Was ist denn da los? Haben wir den doch tatsächlich noch besiegt in der Folge hier? Ja, also da hat mich ja jetzt die Ausdauer hier belohnt. Sehr schön. Ja, wie gesagt, relativ unspektakulär, weil wir keine Combo raushauen können. Jetzt haben wir hier einen Krieger vor uns. Und jetzt wird es natürlich nochmal ein bisschen interessanter auf jeden Fall. Vielleicht, ja, die geben leider auch keine Epics hier. Aber der sollte doch jetzt eigentlich auch relativ easy gehen, wenn wir jetzt hier unsere Combo raushauen. Ne? Jetzt haben wir schon 143 erreicht. Das ist sehr, sehr nice. Jetzt gucken wir mal, ob wir gegen den Krieger auch hier vorankommen. Der ist auf jeden Fall auch machbar. Klar ist er jetzt auch nicht, fällt er jetzt nicht auch gleich vom Stuhl so, ne? Weil er natürlich auch sehr, sehr viel Leben hat. Aber ich denke mal, dass der auf jeden Fall wahrscheinlicher ist als der Magier, den wir eben gerade besiegt haben. Wir müssen halt einfach nur auf unsere richtige Kombination warten und dann beschert uns hier der Schwarzschädelkrieger auch noch weitere 2 Level. Ja, in den nächsten Augenblicken sollte es soweit sein. Aber ich bin jetzt schon mehr als zufrieden, dass wir jetzt hier an dem Magier vorbeigekommen sind, weil der hat uns nämlich auch schon im Livestream richtig gut genervt auf jeden Fall. Deswegen den haben wir jetzt erstmal beiseite gehauen hier. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Von der Gilde her bin ich jetzt sogar auf Platz 1 gerade vom Level her, sehe ich gerade. Das ist ja sehr nice. Das freut mich auch sehr. Und ja, aber mal gucken, das wird sich wahrscheinlich wieder ändern beim nächsten Epic-Event, wenn sich die Leute wieder equippen. Momentan sparen sie halt gerade ihre Pilze, denke ich mal, für das nächste Event. Und ich hau die einfach hier so ehrenlos raus. Ja, hab dann wieder weniger zur Verfügung, aber gut, ne, muss man halt eben, muss jeder selbst wissen, wie er am besten vorankommt. Aber mir macht es halt Spaß, mal zwischendurch einfach mal hier so in die Dungeons reinzugehen und hier, ja, auf gut Glück ein paar Gegner wegzuklatschen. Ja,
apropos wegklatschen, so gut klappt das doch nicht, wie ich mir das gedacht habe hier. Also der frisst dann doch wiederum relativ viele Pilze, was mir jetzt so gar nicht gefällt. Ja. Immer wenn man es sagt. What the fuck? WTF, ja, den gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Mal gucken, was wir hier für eine Combo rausgezimmert haben. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Man kommt gar nicht so schnell hinterher, wie der hier zuschlägt, wenn man das auf volle Geschwindigkeit lässt. Ja, nice. Achso, das wird hier im Chat noch gar nicht angezeigt, tatsächlich, dass wir hier die Level gegrindet haben. Ja, jetzt wird es natürlich noch schwieriger, noch mehr Leben, noch mehr Stärke, ne, und so weiter und so fort. Aber jetzt, denke ich mal, bin ich erstmal mehr zufrieden. 145, das ist sehr schön. Ne, mittlerweile, weiß ich nicht, wir haben jetzt auf der Stufe, wo ich das Video angefangen hatte ich schon die beste Waffe gefunden. Jetzt ist es nochmal noch plus 10 mehr Durchschnittsschaden, ne? Aber ist doch ganz gut. Läuft doch bisher solide. Und ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, zum Epic-Event geht es hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr ab auf dem Server. Und bis dahin heißt es erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.